Wir sind jetzt hier ziemlich am Ende dieses Weges angekommen. Da hinten befindet sich dann ein Tor. Ist verschlossen. Interessant hier dieser Gleisstrang. Hier haben wir dann so einen Prellbock, glaube ich, so heißt das. Dahinter haben wir auch nochmal wieder Struktur aus Muna-Zeiten. Das ist auch interessant. Da gehe ich jetzt mal eben hin und dann schauen wir mal da. So, hier steht noch so eine Kilometergemarkung. Ich höre da hinten heftiges Trapseln im Wald. Also da sind irgendwelche Rehviecher unterwegs. Ja, wir gehen jetzt hier mal einmal kurz hier über diese Wiese drüber her. Das wird ja hier auch alles in Bundeswehr-Nachnutzung gewesen sein. Die haben da oben eine moderne Lichtkuppel drauf. Hier wird die Stof immer unterwegs gewesen sein, hat hier Rasen gemäht und so weiter und so fort. Also das ist hier alles safe. Da ist ein neues Tor eingebaut worden, ein Rolltor. Oh, guck mal hier, das ist natürlich toll. Ein ganz, ganz tolles Zeitzeugnis. Das filme ich euch ab. Ich quatsch da jetzt nicht rum, ich filme es einfach. Cooles Ding, sehr, sehr schön. Das war also hier in diesen Gebäuden dann untergebracht. Die Gebäudenummer habe ich da jetzt nicht drauf erkennen können. Hier auch ganz moderne Tür da drin. Aber sonst auch kein weiterer Hinweis auf die Nutzung. Ja, das ist schön. Das ist vor allem deswegen schön, weil das hier nicht einfach nur so Bereiche sind, die vielleicht nicht jeder Soldat gesehen hat, sondern das sind dann schon auch aufgrund dieses Simulators schon relativ populäre Bereiche gewesen, nehme ich an, dass hier dann auch entsprechend viele Soldaten waren. Die Sache ist jetzt folgende. Wir sind hier immer noch auf befestigtem Grund. Wir gehen hier noch mal ein Stückchen weiter geradeaus. Ich vermag euch nicht zu sagen, was da jetzt noch kommt. Ich schaue euch aber wieder dazu, wenn sich da was auftut. Bis gleich. Also es gibt hier so eine Schleife, die sind wir jetzt gegangen. Und jetzt sind wir hier auf Höhe des nächsten Gebäudes. Das filme ich euch auch mal eben alles schön ab. Wie ich das gehört, ja, da seht ihr, da ist was nachträglich zugemauert worden. Interessante Geräusche, die da aus dem rechten Bereich kommen. Diese Türen hier, also die machen mir doch auch sehr stark den Eindruck, dass die noch original sein könnten. Diese Rundungen, die man da zugemauert hat, das kann ich auch nicht sagen, was das mal war. Das wäre jetzt interessant, wenn sich einer hier mit der Historie dieser Anlage genauer auskennt. Wären tolle Hinweise. Das ist auf jeden Fall hier die Gebäudenummer 43. Und jetzt, also hier rechts ist hier irgendeine neue Ansiedlung, irgendeine Firma, die haben da gerade ziemlich einen Lärm gemacht. Das filme ich auch nicht mehr. Ist uninteressant. Wir gehen hier noch mal eben dran lang. Also das ist schon ein toller Zustand, den ich hier so sehe. Hier haben wir so eine kleine Grillhütte mal angelegt. Ja, das sind jetzt die Rückseiten der Gebäude, die ich euch gerade gefilmt hatte. Hier vorne ist dieses Simulatorengebäude. Jetzt haben wir hier noch in irgendeiner Weise so einen Lagerschuppen. Auch aus Wehrmachtstagen. Sieht ganz interessant aus. Mir fehlen halt hier die Mauern.
Die waren hier bestimmt mal drin, weil so offen das zu lagern, irgendetwas macht eigentlich keinen Sinn. So richtig toll sehen tut man es irgendwie nicht, aber ja doch, da sind überall so Mörtelreste dran. Also das wird alles hier eben auch zugemauert gewesen sein und ja, stellt sich dann eben jetzt so dar. Also es sind schon tolle Eindrücke hier. Ob das 1000 Quadratmeter Halle ist, durchaus möglich. Hier war auf jeden Fall auch noch mal irgendwie ein Sockel, auf dem eventuell dann was gestanden hat oder sogar sehr bestimmt was gestanden hat. Hier auch. Das könnten natürlich auch Maschinen gewesen sein zur Munitionswartung, zur Munitionsproduktion. Da bin ich halt, was diese Luftwaffenhauptmunitionsanstalten anbelangt, auch nicht schussfest. Das sind einfach, es gibt so viele Dinge, so viele militärische Bauten. Ich weiß das nicht alles, aber ich habe das jetzt gefilmt und es gibt ja wahrscheinlich wohl jemanden, der das etwas besser noch weiß. Hier drunter haben wir noch dieses typische Dämmmaterial angebracht, das man in der damaligen Zeit immer benutzt hat. Also das ist hier auch ein richtig geiles Gebäude. Sehr, sehr schön. Hier vor Kopf ein weiteres Gebäude der ehemaligen Muna. Das ist also nicht nur eins, das sind auch sogar 2 Stück. Ja, da gehen wir jetzt auch mal eben dran lang. Gebäude Nummer 41. Geradeaus dieser Gleisanschluss. Und dann, das hatten wir gerade hier wahrscheinlich mal genutzt als Kfz-Abstellfläche, nehme ich stark an. Dann gehen wir hier mal wieder raus aus dem Gelände. Und ich hoffe, dass wir jetzt wohin kommen, wo ich dann nicht diesen Weg da an den Bahnschienen her zurückgehen muss, sondern dass ich einfach hier weitergehen kann. Ich denke, das wird auch glücken, denn vor uns liegt diese Firma, dieses neu gebaute Teil. Und dann wären wir nämlich mit dieser Schleife hier am Ende. Dann könnten wir nämlich zurückgehen, dann könnten wir mal in Richtung KK-Schießstand und so gehen. Oh, das ist noch ein schöner alter Hinweis, als das hier noch diese Simulatorennutzung war. Da haben wir da einen Hinweis auf den Parkplatz. Ja, der Parkplatz wird dann eben hier gewesen sein, wo jetzt diese Firma entsprechend gebaut hat. Da stand wahrscheinlich vorher nichts, aber das könnten uns dann Luftbilder von damals noch erklären. Ja, das ist jetzt hier, also es ist schon ein bisschen immens viel hier, ne? Hier haben wir nochmal wieder eine Verladerampe. Hier ist Chemikalienraum 1, Chemikalienraum 2. Die Türen sind natürlich neu. Und dann würde das jetzt hier nochmal aufs Gelände führen. Wir sind dann, nein, fehlorientiert. Es führt nicht nochmal aufs Gelände. Wir sind vorhin von da gekommen und dann sind wir ja in dieses Moonlagerhaus reingegangen und haben uns diesen Weg gespart. Können wir zurückgehen? Da hinten gibt es nichts für uns zu sehen. Also sprich, wir haben das hier jetzt abgegrast, diesen Bereich, ordentlich. Und jetzt gehen wir da vorne hoch. Und wenn wir da oben sind, dann schalte ich euch wieder dazu. Ja. Ein weiteres Gebäude, was wir hier noch auf der Zubewegung haben. Da gab es nichts mehr, bin weitergegangen. Den ganzen Weg haben wir ja gerade schon gesehen. Das heißt, hier jetzt die Struktur, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Da hinten die Ausfahrt auf den Standortübungsplatz, vermutlich Waschanlage, Panzerwaschanlage da hinten. Das gucken wir jetzt hier. Und ich muss auch sagen, es ist zwar schön, dass das hier alles
noch so erhalten ist. Aber ich renne hier rum. Das ist hier eine Menge an Informationen, beziehungsweise eine Menge an Strukturen, die man hier vorzufinden hat. Ich bin gar nicht böse drum, dass sich das hier so langsam dem Ende zuneigt. Langsam. Wir sind noch nicht durch. Gut. Mache ich das mal wieder hier zusammen. Oh, was sehe ich denn da? Was sehen meine trüben Augen denn dort? Ja, erstmal haben wir hier noch eine Fläche. Hier wurde wahrscheinlich auch, ach guck mal hier, genau, hier konnte man so schon Kfz waschen oder auf der anderen Seite. Wo ist die Öffnung? 7 Atü Wasserdruck, das sind auch Dinge aus vergangenen Tagen. Heute rechnet man in bar. Das ist hier so schräg, also es ist angeschrägt. Das verläuft hier in diesem Bereich runter. Über diesen abgeschnittenen Felgen, da hingen dann die Schläuche drüber und dann hatte man hier schlussendlich wahrscheinlich so 3 Waschplätze. Und das Wasser lief dann eben wieder hier zusammen in die Rinne und ja, wurde wahrscheinlich irgendwo aufgefangen. So kann ich mir das jetzt erklären. Macht das für mich Sinn. Hier vorne haben wir dann ein entsprechendes Klärbecken. Das ist das Klärbecken, genau. Und hier vorne ist dann nochmal eine Panzerwaschanlage. Da sieht man noch diese Elemente, wo dann die Düsen waren, wo das Wasser dann rauskam. Unten drunter ebenfalls diese Rohre da. Da kam dann eben das Wasser raus und reinigte das Kfz. Ja, schön erhalten auf jeden Fall. Was jetzt hier interessant ist, dass das Tor offen ist. Das war beim letzten Besuch nämlich nicht offen. Man kommt also hier auf das Gelände drauf. Die Sache ist nur folgende. Auf das Gelände, ja, das ist alles richtig. Aber dieses Schild hier steht entgegen des Schildes, was unten oder beziehungsweise was überhaupt allgemein hier steht. Wir sehen auch, dieses Schild ist noch gar nicht so alt in dem Sinne, weil wir hier noch da auch entsprechende Schriften drunter haben, die sich dann ja auf die Unterkunftsblöcke beziehen. Mein Gott, was ein Gelaber. Also, die anderen Schilder sagen alle, dass man die Wege nicht verlassen darf, dass man aber sonst auf das Gelände gehen darf. Steht auch unten an der Standort-Munitionsniederlage, ist genauso ein Schild. Das sprengt jetzt sowieso den Rahmen. Ich möchte hier jetzt nicht auf den Übungsplatz gehen. Das kann man sich vielleicht irgendwann noch mal angucken. Ist jetzt einfach zu viel. Wir gehen jetzt erstmal hier noch wieder hoch und schauen uns mal hier vorne diese 4 Gebäude an. Halle 4, LKW 5-Tonner, GLTA. Ich hatte mich beim ersten Mal gefragt, was ist das? Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, was das ist. Da lagerten also Kraftstoffe oder Schmierstoffe. Ja, das ist hier so ein typischer, ja, es ist ein Polschuppen. Ne? Ihr seht, oben ist offen, unten ist offen, sodass entsprechende Ausgasungen hier sich da eben nicht in dem Gebäude sammeln konnten, sondern so, dass die verfliegen konnten. Und das haben wir hier ebenfalls nochmal an der Halle 3. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir die Halle 2. Das ist dann die Halle, die ist ausgewiesen für das Panzerbataillon 64. Und damit wir es vollständig haben, nochmal die Halle 1. Jetzt ist hier noch was ganz Interessantes. Das ist auch Panzerbataillon 64. Hier haben wir so eine Garage. Und diese Garagen, die stehen auch in dem Unterkunftsbereich immer mal wieder. Das ist total toll, weil ich euch die ja nicht filmen konnte im Unterkunftsbereich. Deshalb umso schöner, dass wir hier so ein Ding noch finden, dass ich das mal eben ansprechen kann. Weil ich war nämlich schon ganz enttäuscht, dass ich dieses Kleinod nicht filmen konnte. Hier dieser Bereich, ja, Ausfahrtsbereich, Waschbereich und irgendwie wahrscheinlich auch noch eine kleine Kraftstoffbevorratung. Den haben wir abgeschlossen. Da können wir wieder hochgehen. Von da oben kommen wir. Den gesamten linken Bereich haben wir gerade schon ausgiebig begutachtet.
Wir gehen jetzt mal hier rüber in den rechten Bereich. Und da hatte ich ja gesagt, jetzt nochmal interessant. Wir überqueren hier zunächst einmal das Glasbett nochmal. Das geht hier vorne vor, wird dann irgendwo da hinten aus der Kaserne heraus verlaufen. Muss ich stark annehmen. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Gelände. Und als erstes Mal haben wir da noch so eine Garage. Auch cool. Was haben wir hier? Das müssen wir jetzt mal selber eben schauen, was das hier genau war. Tankstellengelände. Bestimmt. Hier standen mal Zapfsäulen drauf. Hier war dann der Tankwart. Und ja, was an den Masten da hing, weiß ich auch nicht. Ob man hier auch so eine oberirdische Betankung durchführen konnte. Also von oben in ein Kfz hinein. Keine Ahnung. Hier haben wir ein ganz interessantes Gebäude. Gebäude 34. Und da sind erstmal, das ist auch total cool. Ja, auch total schönes Zeitzeugnis. Hier haben wir diese Wellen drauf. Und das sind die Wellen für entsprechende Luftalarmwarnung oder auch Entwarnung und Katastrophenalarm. Das haben wir damals bei der Bundeswehr alles schon gar nicht mehr gelernt. Weil ich war 96 bei der Bundeswehr, da war der Kalte Krieg vorbei. Da hat man einfach gesehen, dass alles schnell wegkommt, was man heute natürlich bereut, weil man ja nicht weiterdenkt und einem einfach nicht klar ist, dass man permanent eine hochgerüstete, hochmoderne Armee benötigt. Egal, ob man nur von Freunden umgeben ist. Es ist immer notwendig. So, Politik am Ende. Auf jeden Fall hat man diese Dinge hier angebracht. 1, 2 und 3, die hat man dann auch in patriotischem Schwarz, Rot, Gold angebracht. Hier in dem Raum könnte ich mir vorstellen, wurden dann auch vielleicht so ABC-Alarmübungen abgehalten. Es gab da auch immer Räume, wo man dann die ABC-Schutzmaske testen konnte. Da wurden dann mit entsprechenden Mitteln, wurde dann da vernebelt. Habe ich auch nie mitgemacht. Deshalb fehlt mir da auch die Detailkenntnis. Das wissen andere wahrscheinlich auch sehr viel besser, weil die diese Übungen mitgemacht haben. Gab es zu meiner Zeit nicht mehr. Hier unten ist so ein Auslass. Also wahrscheinlich, damit da eben diese Stoffe dann auch wieder abziehen konnten. Das nächste tolle Relikt. Der KK-Schießstand. Darüber wollte ich noch mal ein gesondertes Video machen. Das war letzten Endes diese Einführrohre, damit das Kaliber wurde damit verkleinert. Dann hat man mit so einer blauen Plastikmunition geschossen. Dadurch wurden natürlich auch weniger Emissionen ausgestrahlt. Also sprich, das war alles viel leiser. Und dann konnte man hier innerhalb der Kaserne schon die ersten Übungsschießen machen. Das hat man dann später auch komplett eingestellt, weil das hier wahrscheinlich auch oder in den meisten Kasernen zu ortsnah gelegen war und dann das mit den Emissionen trotzdem einfach zu hoch war. Man hatte da damals so Vorgaben, dass man gewisse Werte nicht überschreiten durfte. Das war, glaube ich, so ein Punktesystem. Grüße an meinen ehemaligen Chef, der das hier sicherlich nicht sehen wird, da seine Aufmerksamkeitsspanne, wie er selber sagt, nicht hoch genug sei für diese Art von Videos. Ja, ich fand's gut, aber ich erwarte auch von niemandem, der mich jetzt persönlich kennt, dass er sich immer meine Videos anschaut. Ne? Das wollte ich nur noch mal eben gesagt haben. Das ist ja hier schon sehr nerdig. Wir gehen jetzt mal diesen Pad da entlang und schauen mal eben, was wir von dem KK-Schießstand noch sehen können. Welcome to the KK Rifle Range. Das kenne ich so auch. Da sind hier so Aufgänge für die Schützen. Hier unten war dann im Endeffekt ein Wartebereich. Da standen die dann eben an. Vielleicht war hier unten auch die Munitionsausgabe und dann ging das eben hier hoch über diese Treppen. Wie man sieht, haben wir 3 Treppen, also wahrscheinlich hat man hier auf 3 Bahnen geschossen. Gucken wir gleich eben an, wie das aussieht. Das Ganze hier, was sich mir nicht erschließt, ist, warum ist da ein Tor vor? Das ist so von den KK-Schießständen, die ich kenne, ist das nicht üblich. Da hat man kein Tor vorgehabt. Das sehe ich jetzt hier. Warum wurde das mal nachgerüstet? Ja, vielleicht weiß das ja einer. Oder hat man den KK-Schießstand hier vielleicht nochmal als etwas anderes benutzt, weil man da eh nicht mehr geschossen hat, hat man gesagt, ja komm, dann machen wir hier so eine Kfz-Abstellfläche rein und machen da noch Tore vor. Das sind so meine Gedanken, die ich dabei habe, wenn ich das so sehe. Ja. Das Ganze sieht dann so aus. Hier haben wir also diese Kugelfänge und Emissionsschutzwände.
Ist auch noch eigentlich ganz schön erhalten hier der Stand, weil er auch nicht so zugewachsen ist. Hier kann man ganz gut lang gehen. Ich denke, im Sommer ist das wieder noch eine andere Hausnummer. Beziehungsweise ich war im Sommer, glaube ich, mal einmal kurz hier wegen der Voraufklärung. Da bin ich hier nicht weiter reingegangen. Wir gehen jetzt aber mal eben weiter rein und schauen uns da mal hinten eben wenigstens die Struktur dieses Kugelfangs an. Die habe ich nämlich so in einem KK-Schießstand auch noch nie verfilmt. Das ist jetzt hier auch Premiere auf meinem Kanal, dass ich in so einem Teil mal drin bin. Ja. Ne? Moin. Beton. Erstmal. Hier lag irgendeine Klappe. Oh, das ist interessant. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir hatten hier eine Klappfallanlage. Hatten wir nicht, glaube ich nicht. Oh, Katzen, die sind hier überall. Ja, hier, der will da dran. Extra nein. So, dann haben wir diese Konstruktion hier oben. Psst. Da sind Scheinwerfer, damit man auch nachts die Ziele beleuchten konnte. Hier haben wir etwas. Dexter, hör auf jetzt. Entweder konnte man irgendwas mal hier dran entlang ziehen, damit man vielleicht ein bewegtes Ziel hatte. Oder es, ja, ich weiß es nicht. Also diese Schiene, glaube ich, die habe ich schon mal irgendwo anders gesehen. Die konnte ich da auch nicht erklären. Aber wir haben hier eine Anzeigedeckung. Das ist ja richtig cool. Also sprich, hier konnte man die, wie bei einer normalen anderen Schießbahn auch, die Tafeln, die Schießscheiben, die konnte man hoch und runter ziehen. Und neben der Anzeigedeckung, das ist auch geil, das ist hier wie in der BGS-Schießanlage in Bad Bodenteich. Da haben die nämlich auch solche Dinger gehabt. Da waren Tafeln drin und dann konnte man da entsprechend die Nummer hochziehen, wo dann der Schütze getroffen hat auf der Ringscheibe. Total geil, hätte ich niemals mit gerechnet, dass so eine KK-Schießbahn so technisch so ausgestattet ist. Total klasse. Wir haben hier auch noch so kleine Dinge, so kleine Öffnungen. Das war dann vielleicht sogar auch noch für Klappfallanlage irgendwie. Ist leider alles auch ziemlich verrottet. Kann man nicht mehr vernünftig sehen. Ja, der Hund ist jetzt echt noch heiß auf diese olle Katze da. So sieht das auf jeden Fall von hier aus. Da hinten, ja, der übliche Kugelfang. Und da seht ihr auch schon die ganzen blauen Kugeln da hinten drin. Die stecken da alle, weil man ja hier mit dieser Plastikmunition geschossen hat. Ob ich jetzt zum Kugelfang gehe, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie motiviert ich da gleich bin. Das wird hier ziemlich durchs Unterhaus gehen, denke ich. Aber super interessant, das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Habe ich gerade schon gesehen. Hier haben wir noch eine Öffnung. Das heißt, hier konnte man die Geschichte auch noch mal sich von innen begucken. Das heißt, oh, das sieht auch sehr gut aus da drin. Da sieht es wirklich gut aus. Da ist kein Dreck, nix. Hier war noch irgendwie so ein, ja, das Lautsprecher sogar waren. Das ist rot und schwarz. Ist ja meist irgendwie so an Boxen, so Klemmen. Da konnte man das Ganze von hier aus noch mal auch beobachten. Und hier war dann auch auf jeden Fall mal irgendwie ein Glas eingesetzt. Super interessant, aber jetzt gerade auch überhaupt nicht begehbar. Ich guck mal, ob wir von außen von der Straße da noch mal hinkommen und schalte das jetzt erstmal hier ab. Boah, Leute, so, mal im Blick von oben in den KK-Schießstand. Wir sind hier auf den Wall hochgeklettert. Da unten seht ihr die Schienenführung. Auch richtig klasse. Vor der Schienenführung allerdings ist Tor. Tor nicht, sondern Zaun. Das heißt, dieser Schienenstrang, der da liegt, der war dann schon zur Bundeswehrnutzung auf jeden Fall außerhalb der Liegenschaft. So, jetzt gehen wir hier einmal hinter dem Stand her, weil ich fand das jetzt doch ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen einfacher als von der Straße aus da ranzukommen. Ich weiß es nicht. Ich muss bis jetzt hier alles ein bisschen probieren. Der Dexter, der ist dermaßen angestachelt mit dieser dämlichen Katze. Das ist nicht normal. Der sucht die jetzt hier überall. Ja, wir gehen jetzt hier hinterher. Ich nehme euch gleich sofort wieder dazu. Jo. So, wer sucht, der findet. Das ist hier auch schon wieder... Eigentlich ist das hier ein einzelnes Video über den KK-Schießstand, wenn ich das mal so sagen darf. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Da gucken wir jetzt mal eben... Da gehen wir jetzt mal eben einmal rein. Oh, das ist ja hier richtig geil.
Das hätte ich ja gar nicht mitgerechnet, dass wir sowas alles zu sehen bekommen hier. Dann gehen wir erstmal hier vorne hin. Also hier sind offensichtlich irgendwelche Seilzüge. Die dann diese Scheiben bewegen konnten. Ach, Dexter, ey. Manchmal ist es auch nervig. So, komm hier hin. Und dann, geil, Achtung, bitte Hebel nicht bedienen, bevor die Klappen über den Zielvorrichtungen, geöffnet sind. Geil. Das ist wieder auch der typische Bundeswehrscharme, den man so hatte. Man hat dann immer gerne damals schon in dieser Schrift geschrieben, wo man meinte, dass die Wehrmacht damit immer geschrieben hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schrifttyp heißt. Schrifttyp Wehrmacht. Das hat man dann gerne mal so gemacht. Hier ist dann diese Zugelemente. Das ist ja fast schon, das sieht ja schon aus, als wenn du hier in so einem Stellwerksgebäude bist. Ne? Das ist wirklich richtig toll hier. Also sowas Geiles. Da war noch halt Anschluss für den Fernsprecher und so weiter. Und da war die Klappscheibenanordnung. Firma Capito und Assenmacher aus Dortmund. Die haben das Ding hier sich zusammengefüchelt. Ja, und hier war dann eben der Blick nach draußen. Und da konnte man dann hier auch als eben Verantwortlicher für die Technik jederzeit schauen, ist das auch alles so, wie das sein soll. Komm mit! Da ist so ein Gullideckel. Der scheint magisch anzuziehen. Das hier scheint auch magisch anzuziehen. Junge. Kann ich nicht mehr reinnehmen, da unten den Hund. Wir gucken hier auch nochmal. Hier sind auch nochmal so Kurbeln, mit denen man irgendwie diese Scheibenelemente hatte betätigen können. So ein kleines Podest. Da oben konnte man auch mal rausschauen. Schaut an. Das ist aber komplett verfallen. Und hier ist irgendwas Anordnung des Wärters Folge zu leisten. Ja, das ist eigentlich immer so. So, jetzt müssen wir mal. Ich mache mal ganz kurz einen Break. Da hat man den Hund hier gesichert. Ich habe noch nicht geguckt, was da unten ist. Ich sehe es immer noch nicht. So sieht es aus. Ja, der Raum ist doch richtig schön gehalten hier. Die Anzeigedeckung, was wir hier nicht haben. Ich sehe hier keine Vorrichtung, dass man sich hätte hinsetzen können. Das kenne ich aus einer Schießbahn anders. Da konnten die Soldaten sich dann auch mal hinsetzen, wenn dann eben gerade nichts zu tun war. Hier unten liegt eines dieser Anzeigeschilder. Wir haben hier die 7. Und hier haben wir dann auch noch mal einen Anschluss für einen Fernsprecher. Eieieiei. Das kriege ich gar nicht mehr auf. Und hier sind diese Hebel, mit denen man dann die Anzeigetafeln nach oben hin verschieben konnte. Naja, wenn man sich das hier so anguckt, da machst du auch mit WD-40 nichts mehr gangbar. Das ist komplett verrottet. So sieht das hier aus. Schöne Sache auch. Hier liegen auch noch ein paar von diesen Tafeln rum. Die sind sogar aus so einem Sperrholz. Ich meine, die in Bad Bodenteichen, das meine ich nicht nur, da bin ich mir sicher, die waren aus Metall. Die waren nicht aus Sperrholz. Gut, nehme ich auch nicht mit. Was soll ich mit dem Zeug? Ja, einfach nur, wenn man mit einem Pfeil geschossen. Naja, so sieht das aus. Richtig geil eigentlich, muss ich sagen. Schön, dass wir diesen KK-Schießstand in dieser Form hier begehen konnten. Und jetzt sehe ich zu, dass ich wieder auf die Straße komme. Ah ja, so, die Zivilisation hat uns wieder. KK-Schießstand. Toller Fund. Wir gehen jetzt hier wieder zurück ans Ende der Straße. Da waren wir gerade auch schon. Wir sind ja vorhin auch schon mal hierher gelaufen. Denn hinter uns, wenn wir den Weg reingehen, da kommen wir wieder zum Unterkunftsbereich. Das heißt, wir haben alles, was jetzt hier in diesem Bereich rechts von uns liegt, alles was geradeaus, was links von uns liegt, haben wir alles abgefrühstückt. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach vorne nochmal, da wo wir ganz am Anfang mal einen Blick auf die ehemaligen Häuser der Muna, wo ich nicht hinkam, geworfen haben. Da werde ich gleich mal eben schauen, ob man da nicht doch noch irgendwie auf dieses Gelände von dieser Seite aus kommt oder ob man da wenigstens ein paar Eindrücke hat. Den Weg sind wir noch nicht gegangen.
Das heißt, den nehmen wir jetzt und dann sind wir auch auf der Hauptstraße wieder, die hier zum Tor führt. Sprich, Tankstelle, dann dieses ABC-Übhaus, nenne ich das jetzt mal. Ich nehme an, dass es so eins war. Dann haben wir hier dieses Ding noch, das haben wir noch nicht gefilmt. Oh, ich dachte, der kommt hierher gefahren, tut er nicht. Das scheint auch noch mal irgendwie eine Tankanlage gewesen zu sein. Ja, gehe ich stark von aus. Hier, das standen wahrscheinlich auch Zapfsäulen irgendwie. Und dann konnte man hier auch noch mal tanken. Gebäude Nummer 35. So. Den Rest haben wir gesehen. Bis gleich. Da oben kommen wir her. Hier haben wir dann den ersten Wohnblock. Gebäude Nummer 8. Und hier geht noch mal ein Weg rein. Hier kommt noch mal ein Parkplatz. Ich nehme an, dass hier auch entsprechende, ja, dass das halt auch früher ein Parkplatz war. Dass hier einfach hier eine Parkgenehmigung hatte, Parkerlaubnis hatte, dann auch entsprechend sich hier hinstellen durfte. Wir sehen auf jeden Fall diesen Bereich, den ich von innen, von vorhin nicht filmen konnte, sehen wir hier auf jeden Fall einmal von hinten. Wobei, warte mal, ich glaube, ich habe hier einfach nur einen Gedankenfehler. Das ist, glaube ich, wenn ich so gucke, geradeaus gucke, dann ist das, glaube ich, das Gelände, dieser Bauhof, was da stand mit dem Magistrat. Das ist, glaube ich, genau dieses Gelände. Ja, oder? Also es ist so ein bisschen, man kann das nicht so gut sehen. Ihr seht hier noch so ein bisschen was, aber wisst ihr was, ganz ehrlich, ich glaube, das können wir uns auch sowieso schenken hier. Da müssen wir jetzt gar nicht gucken, dass wir da unbedingt drauf kommen. Das sind dann halt hier einfach diese Muna-Bauten. Da ist ja jetzt auch wirklich nicht mehr viel zu sehen. Wir haben ja die Highlights der ganzen Geschichte, haben wir ja hier ausgiebig filmisch dargestellt. Ja, so ist das. Naja, ich glaube, das ist das Gelände hier vorne. Das ist dann uninteressant. Ne? Gut, kommen wir nicht drauf, macht nichts, mäht nichts. Und damit kommen wir nach diesem Filmmarathon auch ganz schnell ans Ende des Videos. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke hier, meine Ausführungen dazu gefallen, dass ihr euch hier auch, wer hier mal stationiert war, schön erinnern konntet an die Geschichte. Und nochmals, ich habe es zwar schon 500 Mal gesagt in diesem Video, beteiligt euch bitte, schreibt da was in die Kommentare rein, wenn ihr weitere gehende Erklärungen habt, ne, wo ich dann halt nicht wusste, was das ist und so weiter. Ich kann nicht alles kennen, habe ich auch nie behauptet, werde ich auch nie tun. Ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch diese Inhalte hier gefallen. Ihr könnt mich unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Diese Fahrten hier finden nämlich nicht mehr in irgendeiner Weise im Rahmen meines beruflichen, fallen die nicht mehr zusammen. Das ist alles hier privat finanziert quasi. Und ja, macht's gut, bis die Tage, wenn es wieder heißt. Wir schauen Texter. Ciao, Kakao.